Ich würde ganz gerne auf diesen Bums hier reagieren. Einfach mal so, ich hab's noch nicht gesehen. Also gucken wir es kurz zusammen. 2 Minuten, bisschen länger als Sex. Let's get it. Once again, I stand at the brink of infinity. What lies beyond the shrouded path? Death? No, nothing that simple. The best part of me will live on in the scars I leave behind. I do not fear the darkness. I will brave the shadows, trusting nothing but my strength. I have found my limit 1,000 times, and still I press further. Guys, AUG is the last man alive. Please be chased down. Every mistake, a lesson. Now I will teach them to fear me. I will become what I must be. Why? Because I can. Sah jetzt qualitativ nicht schlecht aus, aber ich möchte ganz kurz erklären, was wir gesehen haben. Hat mich natürlich überhaupt nicht abgeholt, aber Riot Games setzt seit Jahren auf junge Praktikanten, die für Essen und Wohnen ihre Arbeit machen. Patchnote-Team zum Beispiel, da kam kurz einmal der Chef rein, hat ein Durability-Update reingeballert, hat dann aber wieder Urlaub gehabt für ein Jahr. Und dann hat der Praktikant die restlichen Patches gemacht, wo der jedem Assassin Damage zurückgegeben hat, generell mehr Damage ins Game gebracht hat, Tanks wieder mehr Damage gemacht hat. Der Praktikant ist quasi der Sklave, der Arbeitssklave. So. Und weil das beim Balancing so gut funktioniert hat und die Leute immer noch League spielen, dachten sie sich, okay, fuck it. Auch unser Visual-Team und unser Creative-Team können von Praktikanten geführt werden. Während wir einmal im Jahr vielleicht arbeiten, macht der Praktikant den Rest. Und leider sind wir jetzt hier mit dem Video in die Schicht des Praktikanten gefallen, der einfach nur die Kluft macht, die sieht schön aus, dann labert er selber noch ein bisschen drüber, pitcht ein bisschen die Voice und sagt dann, okay, ich habe fertig. Dann guckt der Chef drüber, denkt sich, ja, am Ende steht League of Legends, kaufen wir. Und macht sich noch einen Joint an auf der Karibik mit seinen 2 hübschen Brasilianerinnen. Das ist einfach nur mein Guess. Weil anders ist das ja nicht zu erklären. Also das fand ich jetzt nicht so gut. Sagen wir mal. Das war nicht so mein Ding. Gab's noch was von Riot Games? LoL Please ist doch das, was man immer noch zuschauen möchte, ne? Was hast du denn erwartet? Gab's nicht dieses Ding mit Garen und Lux und Galio? Das war doch übelst sexy. Das war doch auch so ein Start der Season Cinematic. Sowas erwarte ich. Von mir aus zum 1000. Mal. I don't give a shit. Aber du willst mir nicht erzählen, dass das gut war. Oder cool. Hey everyone, I'm Riot Brightmoon, Executive Producer of League of Legends. Dieses schäbige Grinsen, ne? Aber ist nett. I'm here on behalf of the entire League dev team to welcome you to Season 2023. First off, I want to wish you all a happy start of a new season, and I want to thank you for the marks you've all made on League. From the hype plays to the big brain moments, and all the ways you've helped make League what it is today. We have a lot to share with you, including our final updates on Ahri and Aurelion Sol, some upcoming skin thematics, an update on Ranked,
and a sneak peek at some champions we'll be releasing later this year. But before we get into what's coming, I want to share a quick recap of this year's preseason. So let's go. The Chemtech Drake has had a major glow up. In her new and improved form, instead of resurrecting friends and foes, she now mutates all the plants on the map with Chemtech empowerments. They still do what you're used to, only now with a twist. Also, to be fair, ich habe jetzt auch ein bisschen gespielt. Die Pflanzen sind fürs Competitive, glaube ich, nicht so cool, weil da sehr viel, also sind sehr random halt. Aber ich glaube, die sind auch irgendwie cool. Also, das kann man wahrscheinlich drin lassen. Und den Drake fand ich jetzt auch nicht weiter schlimm. Merkt man halt kaum, finde ich persönlich. Du merkst die Effekte And des each Drakes time you kaum. defeat the Chemtech Drake, she'll grant stacking tenacity, plus healing and shielding power. If you claim the soul, you'll deal increased damage and receive damage resistance when at low health. We also added new pings to help you communicate with your team more effectively, including Die the sind ein push, bisschen gescheitert, oder? bait, and all in. Better pings mean clearer calls and what you want to accomplish as a team. My personal favorite is using the hold ping right after my whole team dies defending Baron. It wouldn't be preseason without some changes in the jungle. You now have a path recommender, an updated camp patient system, and new jungle companion. Like, now that we've covered preseason changes, let's talk about some of the new things coming this season. Gib's mir. Nee, Ari-visuelles Update brauchst du mir wirklich After a year of waiting, kein Cocktail ins we're Ohr ballern. finally releasing Ari's. Skins There are a und few champions Thematiken. who haven't gotten a new Damit chair fängt and das Video an. Hey everyone, I'm Chris Roberts. Oh mein also known as Gott. Riot Oberon. Das ist. Guck mal. Also, ich finde es nicht cool, wenn man Leute basierend auf ihren Looks judgt, okay? Ich möchte das nochmal sagen, weil ich das jetzt tun werde. Aber ich sag's trotzdem, es ist nicht nice. Oberflächlichkeit hilft niemandem, außer sehr schönen Menschen. Also mir. Wenn ihr mir helfen wollt, ist cool. Aber es gibt ja auch ein paar hässliche Eumel auf der Welt. Nicht in meinem Chat, aber auf der Welt. Und denen sollten wir nicht respektlos oder vorurteilsbehaftet gegenübertreten. Kurz der Disclaimer. Aber, seht ihr die Angst in seinen Augen? Das ist der Praktikant, von dem ich gesprochen habe. Wenn der jetzt sich hier keine Mühe gibt, ist der raus. Aber er stellt auch seine eigenen Patchons direkt vor. Finde ich toll. Finde ich toll, dass man ihn auch vor die Kamera lässt. Aber er hat schon sehr viel Angst in den Augen. The project lead for the Game Loop team. We work on things like champ select, matchmaking, and the various queue types from rank to normals. That means we're not just focused on ladder grinders, we're also here for players who just want to have a good time with friends. Last year, we shared a blog update with some of our upcoming plans, including anonymized champion select, pick order swapping, and the loadout recommender. Since then, we've also been working on a few other projects. Diese And Dinger there's one- übrigens, die er da erwähnt hat, mit dem Rolle wechseln, beziehungsweise Position wechseln, Rolle wechseln in der Queue. 13 Jahre hat es gebraucht. Aber I take it. Ist gut. Das ist eine gute Sache. Wirklich. Wirklich nice. One big thing I want to talk to you about today, the mid-year ranked reset. Ranked splits have been in the game for a few years, but until now, they were just a way to separate the single ranked season into thirds to help folks pace their progress. Starting this year, the two ranked splits will have a full ranked reset in between with rewards to match. Here's the thing. A lot of players come back to League at the start of the season, ready for their climb to their ranked goals. But when we look at the data, it doesn't actually take the whole season for players to hit their peak rank if they've been playing consistently every patch. If you don't take your foot off the gas once you start your climb in January, you'll probably reach the peak of your climb around halfway through the year. After that, things can get a little rough. Will ich ehrlich sein. Ich glaube, das ist schon sportlich. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ne? Aber so von den Erfahrungsberichten, die ich im Chat schon mal gelesen habe, setzt man sich als Casual-Spieler ja ein Ziel. Ich möchte Platin erreichen, Gold, Silber, whatever auch euer Ziel ist, spielt erstmal keine Rolle. Und dann setzt man sich in seinem Urlaub, wenn man gerne League spielt, hin und investiert viel Zeit und erreicht dann sein Ziel. Und wenn man dann ansonsten nicht die Zeit hat und League auch nicht Spaß macht, wenn man es liegen lässt,
spielt man den Rest des Jahres nicht mehr. Das, was er beschreibt, dass wohl viele Spieler sich ein Ziel setzen am Anfang, dann zocken und nach einem halben Jahr ihr Ziel erreichen, gibt es mit Sicherheit auch. Aber es glaube ich eher selten, weil dann würdest du ja davon ausgehen, dass du einen permanenten Progress hast. Das glaube ich aber nicht. Warum solltest du denn übers Jahr hinweg progressen, über so große Zeitintervalle hinweg? Ich glaube, das war, was ich sage, oder das ist Bullshit? Nee, statistisch gesehen hat er gesagt, hören die Leute auf zu spielen. Das ist halt so. Das kann ich nicht, da brauchst du keine Statistik für. Dass sich Casual-Spieler ein Ziel setzen und nicht mehr spielen, ist klar. Die erreichen ihren Peak circa bei der Hälfte des Jahres. Die Statistiken haben, ihr habt schon nicht Unrecht. Ist das einfach nur kein Erfahrungsbericht, den ich so gehört habe. Oder den ich so sehe. Für mich. Ich wüsste für keinen Grund, wisst ihr? Also warum spielt ein Spieler ein halbes Jahr lang und erreicht dann seinen Peak und hört dann auf? Den Zusammenhang kriege ich nicht hin. Und Leute auch, weil sie ihr Ziel erreicht haben oder weil sie keine Lust mehr auf League haben. Why not both? For players at higher ranks, the middle of the year can be a stress fest of playing just enough to avoid decaying or demoting. And once players realize they're not steadily climbing, many of them either drop out of ranked or turn to smurfing. Neither of these things are great for fair matchmaking or enjoyable league experiences, especially for players starting their climb later in the season. All in all, there are honestly a lot of reasons why most other games, other Riot games included, don't have year-long ranked seasons. So this year, we're getting with the times. When Split 2 starts, it won't be as heavy a reset as the one in January. We're not introducing a second preseason, so the game won't change dramatically enough to warrant making you re-earn your rank to the same extent. And if you've got something keeping you AFK for the first half of the year, don't worry. The mid-year reset is even less significant if you haven't played many games since January. We know this is a huge change, but it's one we think will help keep League feeling modern and fun while addressing a few of the pain points we've seen over the years. Okay. Kurz mal verarbeiten, kurz drüber nachdenken. Für mich glaube ich, für mich spielt es keine Rolle. Ich glaube, diese Hype-Schiene, die Streamer fahren, die profitiert. Weil du ja einfach jetzt sagen kannst, oh, der zweite Split geht los. Lass uns ein Event machen. Wisst ihr, dieses Hypen der Zuschauer funktioniert ein zweites Mal im Jahr. Und für den für den Casual-Spieler wahrscheinlich nicht so cool, weil er dann zweimal im Jahr sein Ziel erreichen möchte. Also, ich sag mal so, wenn du jetzt zum Beispiel, seit du League gejoint bist, Season 3, hast du immer Gold erreicht. Für den Skin. Dann möchtest du ja das eigentlich weiterführen. Das heißt aber jetzt für Leute, die nie zocken, dass sie jetzt zweimal im Jahr jemanden engagieren müssen, der sie boostet. Das geht ja auch ins Geld. Also ja. Ich glaube, für den Casual-Spieler ist schwierig. That was a lot. Let's end things on a high note by talking about the shiny stuff. Rewards. Each split, you can earn the full ranked reward suite. Icons and emotes, ranked borders, and a ranked skin. Yes, that means there will be 2 skins for ranked this year. We're also adding in some extra rewards for your climb as you progress on your ranked journey. In addition to this, we're also removing the gold rank requirement from ranked skins. Now, every ranked player will have the chance to earn the skin moving forward, with chromas to match your final rank. The skin will continue to reflect your final ranked achievement, but we want you to also... Nur weil ich gerade lese, bin damit ins Hardstack und brauche echt lange dahin zu kommen, umso älter ich werde. Allein Timewise wegen Arbeit mag das Update schon jetzt nicht. Du musst dich halt damit auseinandersetzen als Spieler. Warum ist der Rang so wichtig, ne? Also für dich ist jetzt Diamond 1 ein cooles Achievement, ist auch nice. Also jeder kann sein eigenes individuelles Ziel setzen, aber jeder muss sich jetzt auch damit auseinandersetzen, wie viel ist es mir eigentlich überhaupt wert, dieses Ziel zu erreichen. Und möchte ich das zweimal im Jahr machen? Oder sage ich, ich mache es nur einmal und das war's dann und lass dann die zweite Season droppen oder so. Also be able to earn it through dedication to climbing. That said, if you're below gold, it won't be as easy as play 10 placements for a free skin. The number of games required to earn the skin is drastically higher below gold, so just because you now can earn it as... Ich habe übrigens Hunger. Ich bestelle gleich noch Essen. Und dann gehen wir auch gleich in die Roguelike-Woche rein, ne? ...silver or below, doesn't mean you will. That wraps things up for me. Up next is Riot Lexical, who's going to talk to you about our plans for champions this year. Thanks, and good luck on your climbs.
Das Spiel Fair hat jetzt auch wieder nicht so viel gesagt. Ist einfach nur ein Soft Reset in der Mitte des Jahres, oder? War's das schon? I guess so. Ist fairerweise aber für viele, viele Casual-Spieler sau wichtig. Hi everyone, Lexi Riot Lexico Gal, the product. Und wie viel gibst du eigentlich so im Monat für Essen bestellen aus? Habe ich nicht im Blick, aber ich glaube, weil Bestellen sehr teuer ist, 300 Euro? Ich glaube, ja. Aber lass es ruhig 400 Euro sein. Und davon ist der Rest natürlich, der Rest dann erst noch nicht gekauft. Also, Essen ist auf jeden Fall eine Sache, die ich mir leiste, ne? Man könnte auch natürlich viel, viel günstiger essen, aber dann müsste ich ja auch kochen. Und dann hätte ich weniger Zeit. Entweder weniger Freizeit, um mein Mental in Check zu halten, oder weniger Zeit von Projekten oder Streamen. Also es irgendwie ergibt das schon Sinn. Okay, weiter geht's. Right Lexical. Hit me. Lead for champions here. I'm going to talk a bit about some of the new champions we have planned for this year. But before that, I want to touch on our plans for the year overall. This season, we're focusing a bit more on smaller updates to the parts of the champion roster that has been left in the dust. We want to continue improving older champions' gameplay fantasies, so we'll be doing more mid-scope updates throughout 2023. And beyond gameplay changes, we'll also be polishing up some of the roster with much-needed VO updates for a few of our older champions like Nidalee and Varus, both of whom cross path with some of our upcoming champions. Da möchte ich gar nicht sehen, tatsächlich. I'm sorry. First up this year is Aurelion Soll. Komm, zieh ich mir rein. Whatever. In the last Wir haben eh LoL Zeit. piece, we showed you some of the updated abilities that fans the flame of his dragon fantasy. But we didn't go too deep into the parts of his kit that strengthen his star forging theme. Not only can Aurelion Soll forge stars like a nebula in deep space, but he can now drop them from the sky onto his foes in Summoner's Rift. Ooh, ouch. As we Dazu habe ich einen Kommentar gelesen. Soraka kann das mit Level 1. mentioned before in the last video, his new passive causes all of his abilities to grow in size over the course of the game, including his new ultimate. I mean, what's more satisfying than dropping a massive star you forge in outer space on someone's head? We can't wait to see what you all think of the new and improved Starforger, and we hope a lot of you will find a new main with him. After Aurelion Soul, we'll be releasing some brand new champions. One of our goals for the past few years has been to make sure we have a champion for everyone to enjoy. So we try to have a diverse champion pool that's inclusive of all cultures, genders, and in-game skill levels for every role. And that brings us to our first new champion of the year. Also, pass auf. Das ist eine Thematik, die nicht unwichtig ist. Das sind coole Sachen. Bring alles mit rein. Aber das als Main Goal zu haben, also das ist jetzt quasi, also zumindest wirst du gesagt, das ist natürlich nicht das Main Goal ist Geld verdienen, aber das Main Goal, einen einen Diversity-Champ Pool zu haben, ist ja nicht gut fürs Game. So. Das Main Goal sollte sein, dass die Champs spaßig sind und dann kannst du gucken, ob du nicht auch ein bisschen in die, ob die nicht auch divers sind. Ohne es aber groß anzukündigen. Das kann man auch einfach mal so machen, ohne sich damit zu greenwashen. Aber hier ist einfach Riot Games. Geht mit dem Flow. I'm super excited for all of you to meet our male enchanter from Ishtal. Displaying an incredible understanding of the fire axiom at a young age, Melio uses fire not to raise cities, but to soothe wounds. Now he travels to Ishalcan, carrying the hopes and dreams of his family on his back, along with his trusty backpack. He's about to face the biggest challenge of his young life, the Vidalian. His journey to Ishalcan will broaden his horizons and introduce him to new people and places, but it'll also bring him closer to Yuntao's darkest secrets. But no matter what challenges come, he'll always bounce back into action and be ready for his next adventure. Aber kannst du nicht irgendwas zeigen? So? Weil jetzt hat sie einfach nur irgendwas gelabert und ja. But Das other gleiche shows hier. like you
awakening from her slumber, her first objective is to track down her darkened brethren. Her newfound body, or bodies, seems like a cruel twist of fate at first, but they prove useful for locating her fellow Darken, and as a source of wisdom. After all, it's always better to hunt in a pack. I have some bad news though. Unfortunately, Neferi is the only champion this year without a shirt. We know how much you all love abs, so don't worry. We'll be looking for more opportunities next year. Bro. It's been a while since we spoke. We're leaving notes here with more information on an artistic mid laner who are lasers. Before we go, for years, you've been asking us for the ability to play League. This year, you'll be able to select your language in League settings. We hope this makes your experience. Link it to your Riot account. We have a lot. Boah, irgendwie sieht es so. Ich finde, dieses LOL Please war auch schon mal interessanter, ne? Also, hier die Themen, die behandelt wurden, davon betrifft mich als Spieler, als, sagen wir, Elite-Spieler halt, als jemand, der viel spielt, gar nichts, oder? Also, ich fand absolut nichts interessant. Ich habe nichts gelernt. Da war überhaupt nichts. Und das ist natürlich auch diese Storyline von wegen, sie hat kein Shirt an und so, ist ja auch komplett, also nicht mal der Mainstream feiert das. Kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand da sitzt und sagt, bauchfrei. Kann ich mir nicht vorstellen. Ganz komische Videos. Finde ich. Weil ich finde beide Videos übel komisch.